Tja, Freunde, so eine Zero in klein ist schon ganz nice. Vor allen Dingen, wenn man sie so oft hat. Aber in 1:32 ist sie dann doch viel cooler. Konnichiwa, willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja Freunde, so eine Zero in klein ist schon ganz cool, aber in 1:32 ist schon besser. Deswegen stelle ich euch heute aus 2022 die 5729 vor, nämlich eben die Mitsubishi A6M2, die berühmte Zero Zen. Wir kennen sie aus vielen Filmen, Pearl Harbor, Midway, wir kennen sie aus vielen Computerspielen, wie zum Beispiel Wings of Fury, aber heute bauen wir sie halt in groß. Ich lade euch ganz herzlich hier auf meinen Bautisch ein, dann erleben wir, was wir hier im Karton finden. Wir erleben Fakten und natürlich eine Menge Bauspaß, so ich hoffe. Denn dieses Set heißt zwar Zero, aber ich denke mal doch, dass es keine Null ist. Eben noch in klein auf der Akagi, jetzt hier in groß auf meinem Bautisch die 5729, 347 Steinchen schwer, die Mitsubishi A6M2 Zero Zen in Maßstab 1:32 aus der Historical Collection World War II, natürlich aus dem Hause Kobi mit einer Minifigur und wieder schönes, typisches Kobi-artiges Artwork auf dem Karton vorne. Schauen wir uns die Rückseite an. Da haben wir hier, und das finde ich ziemlich cool, ein Originalfoto der Zero vor dem Heiligen Berg, den Fujiyama. Wir haben einen japanischen Piloten und wir sehen, dass die Maschine 27 cm lang wird und 11,5 cm hoch. Fakten bekommt ihr gleich. Wichtig ist aber zu schauen, wie ist die Spannweite, und ich muss selber kurz gucken, 38 cm wird die Maschine breit im Regal bei euch stehen. Und was muss so ein schöner weißer Vogel natürlich fliegen, damit wir gucken können, was sich im Karton verbirgt. Freunde, da liegen jetzt 12 Tüten auf meinem Bautisch und eine DIN A4 Anleitung, die sich so schön eingekringelt hat, liegt ja auch schon seit dem 1.7.22 im Karton. Ich habe geguckt. Schauen wir uns erst die Tüten an. Wir sehen hier schöne große Drucke der japanischen Hoheitsabzeichen und sonst natürlich viel dieses Weiß, Graus und Schwarz. Ich schiebe die jetzt aber alle mal an die Seite, damit wir uns die Anleitung genau angucken können. Ich habe es euch gesagt, DIN A4, Altersempfehlung ab 7 Jahren, Klammer gebunden und in der EU bedruckt, beziehungsweise wir haben hier eine Drucke, habe ich euch gerade gezeigt. So, klappen wir es auf. Wir haben ja keine Bautüten-Übergruppensortierung, also keine Bautüten mit 1, 2. Wir haben ja nur unsere 12 kleinen Tütchen, die reißen wir auf, bauen dann wie folgt. Wir haben in den Anleitungen bei Kobi immer solche kleinen Legenden, damit wir wissen, was wir für Wedges, für Brackets, wie zum Beispiel in dem Fall, oder für Slopes nehmen, denn Kobi hat da andere als zum Beispiel andere Klemmbaustein-Systemhersteller. Und es gibt auch keine Seitenzahlen, das seht ihr schon. Bei Kobi ist es immer so, dass wir uns von Baustep zu Baustep durchhangeln. Wir haben so andere Anlegehilfen, damit wir wissen, was für Fliesen wir anlegen müssen, in welcher Länge der Noppen. Und wir sehen, dass der erste Baustep immer farblich ist, beziehungsweise der aktuelle, denn hier ist der erste schon ausgegraut. Wird bei diesem Flugzeug etwas sportlich, da es ja eh so ein Weißgrau daherkommt. Und fertig sind wir dann mit den Baustep 62, wenn wir den typischen Kobi Flugzeugstand fertig gemacht haben und unten in den Bauch unserer Zero stecken. Sollten euch Teile fehlen, könnt ihr das immer auf den letzten Seiten bei Kobi Anleitungen nachkontrollieren und gleich hier auf der URL monieren. Und zum Schluss gibt es immer schöne Serviervorschläge. Wenn ihr das ein oder andere Review dazu mal sehen wollt, klickt gerne mal hier oben auf dem i, da findet ihr meine Kobi Playlist. Freunde, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Fakten zur berühmten Zero und mir wünsche ich viel Spaß beim Klemmen. Speedbildzeit ist Faktenzeit und heute wird es legendär, denn wir sprechen über das historische Vorbild des Kobi-Sets 5729.
Die Mitsubishi A6M2, bekannt als Zero, ist eines der berühmtesten Kampfflugzeuge des Zweiten Weltkriegs und ein Symbol der japanischen Luftmacht. Entwickelt in den späten 1930er Jahren von Mitsubishi Heavy Industries, stellte die Zero eine signifikante technologische Fortentwicklung in der Luftfahrt dar und wurde zu einem der am meisten gefürchtetsten Jagdflugzeuge zu Beginn des Pazifikkrieges. Der Entwurf der A6M2 wurde maßgeblich von Jiro Horikoshi geleitet, einen der führenden Flugzeugkonstrukteure Japans. Seine Version war es, ein Flugzeug zu schaffen, das in puncto Reichweite, Manövrierfähigkeit und Bewaffnung unübertroffen war. Um dies zu erreichen, legte Horikoshi großen Wert auf eine leichte Konstruktion, was durch den Einsatz von Dural-Aluminium und anderen Leichtbauweisen ermöglicht wurde. Das Ergebnis war ein Flugzeug, das nur 2796 Kilogramm wog, was für seine Zeit außergewöhnlich leicht war. So mancher SUV heutzutage ist schwerer als die Zero. Die A6M2 wurde offiziell im Juli 1940 in Dienst gestellt und spielte eine Schlüsselrolle in den frühen Phasen des Pazifikkrieges. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 533 km/h, einer Reichweite von über 2600 Kilometern und der Fähigkeit, bis zu 10.000 Meter zu klettern, setzte sie neue Maßstäbe in der Luftkampfführung. Ihre Bewaffnung bestand aus zwei 7,7 mm Maschinengewehren oberhalb des Motors und zwei 20 mm Kanonen in den Flügeln, ergänzt durch die Möglichkeit, von zwei 60 Kilogramm Bomben zu tragen. Die Zero war an zahlreichen bedeutenden Schlachten des Pazifikkrieges beteiligt, einschließlich des Angriffes auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941, der die Vereinigten Staaten direkt in den Zweiten Weltkrieg zog. In den ersten Monaten des Krieges dominierte die Zero aufgrund ihrer überlegenen Manövrierfähigkeit und Reichweite die Luftkämpfe. Ihre Fähigkeit, weite Distanzen zu überbrücken, machten sie zu einem wertvollen Werkzeug für die japanischen Streitkräfte, die ausgedehnte Gebiete im Pazifik und Südostasien kontrollierten. Allerdings begann der technologische Vorsprung der Zero zu schwinden, als die Alliierten leistungsfähigere und besser gepanzerte Flugzeuge entwickelten. Besonders die Einführung des amerikanischen F-4U Corsair und des F-6F Hellcat markierten einen Wendepunkt im Luftkrieg des Pazifiks. Diese Flugzeuge konnten in Bezug auf Geschwindigkeit und Bewaffnung mit der Zero konkurrieren und übertrafen sie in puncto Panzerung und Feuerkraft deutlich. Trotz des zunehmenden technologischen Rückstands blieb die Zero bis zum Ende des Krieges im Einsatz, wobei verschiedene Versionen entwickelt wurden, um ihre Leistung zu verbessern. Insgesamt wurden mehr als 11.000 Einheiten aller Varianten der A6M produziert, was ihre Bedeutung als Rückgrat der japanischen Jagdflugzeugflotte unterstreicht. Die Geschichte der Mitsubishi A6M2 Zero ist eine Erinnerung an die rasante Entwicklung der Luftfahrttechnologie während des Zweiten Weltkriegs und an die Bedeutung von Innovation und Anpassungsfähigkeit in der Kriegsführung. Heute erinnern noch einige wenige erhaltene Exemplare in Museen weltweit an das Vermächtnis dieses legendären und oft in weiß daherkommenden Flugzeugs. Viele Zeros wurden in Filmen dargestellt und sofern diese nicht computeranimiert waren, wurden sie meist von amerikanischen Schulungsflugzeugen dargestellt, die in weiß lackiert oft ähnlich aussahen wie die Zero. Aber Freunde, das waren die Fakten. Wir wollen uns doch aber auch dem Review des Klemmbaustein-Sets von Kobi zuwenden. Deswegen viel Spaß jetzt beim Review. Nach 1 Stunde und 11 Minuten Bauzeit steht sie da. Unsere Mitsubishi A6M2 Zero Zen. Und ich kann euch gleich vorab nochmal sagen, ihr habt es ja bei den Fakten schon euch gedacht, das Zero Zen steht für Jägertyp 0 trägergestützt. Und warum ihr euch vielleicht genau wie ich die Frage gestellt habt, warum sind diese Flieger eigentlich immer so weiß bzw. grau metallic gehalten? Ja, das sind die Zeros der japanischen Marineluftwaffe, der Imperial Navy Air Force, wenn man es auf Englisch sagen möchte, der damaligen Zeit.
Diese Maschinen waren so lackiert, beziehungsweise eigentlich nur schutzlackiert, denn Japan musste damals schon mit seinen Rohstoffen haushalten. Der ganze Krieg hatte ja irgendwas mit Rohstoffgewinnung zu tun, auf jeden Fall auf der asiatischen Seite, beziehungsweise der Traum von Japans großasiatischer Einflusssphäre, der Hegemonie über die Rohstoffe. Weil hier wirklich Rohstoffe fehlten, wurden Klarlacke verwendet und somit hatte diese Maschine hier bei der Marine auf jeden Fall immer dieses gräulich-metallisch-weiße Aussehen. Die Flugzeuge der Army, also der kaiserlichen Armee, waren meistens in Tarnfarben gehalten. Generell kann ich euch sagen, dass wir hier eigentlich ein sehr berühmtes Flugzeug haben, beziehungsweise der Pilot ist sehr berühmt, denn diese Kennung 3-116 deutet auf etwas hin, das ihr aber erfahren werdet, wenn ihr die Maschine im Detail nochmal bekommt. Da gebe ich euch dann Fakten zur Maschine bzw. zum Piloten. Und was ich auch noch erwähnen möchte, ist, das habe ich gelernt bei der Recherche, dass das Hoheitsabzeichen auf den Flugzeugen Japans Hinomaru heißt. Dieser rote Kreis heißt Hinomaru. Ihr wundert euch vielleicht so, ja, Zero bei Kobi schon viele gesehen. Stimmt auch. Es gab schon eine ganze Menge, nämlich 5 an der Zahl. Einmal die 5515, die seht ihr hier, das ist die aus 2016. Das war die erste. Dann haben wir die 5537, das ist eine grüne Version, also eine der Army. Dann aus 2020 die 57112, auch in grün. Und hier dann die 5729 aus 22 in dieser weiß-grauen Lackierung. Und aktuell kennt ihr bestimmt die 1:48er Version, die 5861. Die ist aus 2023 und ist grün und hat sogar eine lackierte Cockpithaube. Deswegen glaube ich, dass es auch so eine 1:32er Version der Zero nochmal geben wird. Dann halt mit lackierter Cockpitverglasung, denn sie hat halt hier diese typischen Streben und ich glaube, die sehen lackiert einfach nochmal viel, viel besser aus. Ja, das zu den Fakten. Die Steine haben wir über, typisch bei Kobi-Flugzeugen, C-Claim und ein bisschen Fahrwerk, denn da ist immer ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die Gefahr, dass etwas abbricht. Gut, dass Kobi etwas beiliegt. Und zur Anleitung, ja, ich habe nichts zu meckern. Ich habe einmal einen Stein vergessen, deswegen hat es bei mir 1 Stunde und 11 Minuten gedauert. Ich denke mal, man kann das Flugzeug auch schneller bauen, aber schnell bauen, ja, muss man ja nicht immer. Man möchte ja Bauspaß haben. Packen wir die Steine zur Seite und schauen uns das Flugzeug an. Es sieht richtig cool aus, so wie wir es kennen aus Wings of Fury oder aus den berühmten Filmen Tora Tora und wie sie alle heißen. Also wirklich ein schönes Flugzeug. Ach ja, und ganz berühmt natürlich auch zum Beispiel aus Pazifikgeschwader 214. Cool auch hier auf dem Propeller die Markierungen. Wir haben halt ja ein paar Drucke hier des Seitenleitwerks, dann das Hinomaru, was ich euch gesagt habe, sowie halt die am Propeller, sowie natürlich, das zeige ich euch gleich mal hier, das Typenschild Mitsubishi A6M2 Zero mit diesem roten Punkt. Der Stand hält ganz gut, deswegen zeige ich es hier auch. Ich habe ja schon andere Flugzeuge euch hier reviewed, findet ihr übrigens hier oben auf dem i, auf der Kobi-Playlist. Da hat dieser Stand nicht so gut gehalten. Man merkt, dass auch dieses Flugzeug hier ein Leichtbauflugzeug ist, fast wie das Original. Was mir richtig gut gefällt, ist, dass wir hier sehr kleinteilig, habt ihr vielleicht im Speedbild gesehen, diese Verkleidung gebaut haben. Und generell sieht man zwar hier oft so Steine und die Spaltmaße vielleicht, aber ich finde, das hat was vom Original. Man sieht auch beim Original quasi das Aluminium ums Gerippe geklöppelt, sage ich mal. Ich mag das, wenn man ein bisschen sieht, woraus gebaut wurde. So kommt dieser technische Aspekt so eines Flugzeuges einfach cooler daher, finde ich auf jeden Fall. Naja, schauen wir uns die Figur an. Wie gesagt, zu der Figur reden wir nachher noch bei den Detailbildern. Schöne Pilotenkombi, ein weißes Unterhemd. Weiß ist übrigens die Farbe der Samurai gewesen. Die Samurai haben oft unter ihren Uniformen weiß getragen. Das stand für Männlichkeit und Krieg. Dann hier das Hoheitsabzeichen, die typische Pilotenhaube, sage ich mal, mit Verglasung der Brille und hinten auch hier ein Gurt. Richtig cool bedruckt die Figur von vorne und hinten. Wir haben hier keine
anderen Schuhe, sondern es ist hier wirklich, doch, wir haben ja Schuhe gebaut, habe ich ganz vergessen, habe ich hier reingedrückt. Ach, das ist gerade erst ein paar Minuten her und schon habe ich es vergessen. Mir gefällt es immer, dadurch wirken die Figuren dann etwas größer da. Wir haben ihnen Halbschuhe gegeben. So, also eine wirklich coole Figur, schaut doch relativ freundlich daher. Nur, wie gesagt, wir hören es gleich bei den Bildern, die Fakten zur Figur. Und wenn ich die Figur hier so sehe, dann wünsche ich mir halt, auch bei diesem Set hätte ich es mir gewünscht, Noppen, um sie aufzunoppen. Aber naja, das werde ich nachholen. Dann erst einmal wichtig, das Flugzeug steht sehr, sehr cool auf sein Fahrwerk, kann man nichts gegen sagen. Und der Stand, den ich schon gelobt habe, dass er so stabil ist, das ist nicht immer bei dieser Bauweise so. Ich kann ihn mittlerweile im Schlaf, habt ihr vielleicht gesehen, ich habe gar nicht die Seiten umgeblättert, als es hierzu zum Bau kam. Ja, schauen wir uns das Flugzeug an. Von unten relativ schlicht gehalten. Ich weiß leider gar nicht, ob die Zero ihre Flügel einklappen konnte. Hier könnten wir es machen aufgrund dieser Bauweise. Ihr kennt es, ich habe es euch neulich bei der Focke-Wulf schon mal gezeigt. Durch diese Bauweise hier unten mit den Balljoints kriegen wir immer eine gewisse Flügelform hin. Das finde ich cool. Und hier unten übrigens auch nochmal dieser konische Slope, der auch vorne bedruckt ist, quasi als Lufteinlass. Also von unten, was geht, zugefliest. Es geht sicherlich noch mehr. Wir haben natürlich hier die Formteile. Gut, das macht Kobi so, dadurch wirkt es runder. Und halt, wie gesagt, hier die Standaufnahme und mit diesen Balljoints, dass er diese Schräge hinbekommt. Fahrwerk können wir natürlich einklappen. Hier in die Aussparungen finde ich gut. Gefällt mir hinten das Spornrad. Und dann halt das Seitenleitwerk, auch typisch hier diese Spitze, der große rote Punkt, ich habe es euch gesagt, und das Cockpit. Wir können die Haube abnehmen. Dadurch auch hier durch diese typische Zero-Cockpit-Form hier hinten nochmal eine Noppenaufnahme, dadurch halt hier diese Jumper. Und da ist der Steuerknüppel und dieses typische Kobi-Zielvisier bzw. die Armaturen. Und auch typisch für ein Marineflugzeug bzw. für eine Marine Zero muss man sagen, die schwarze Motorhaube, das war nämlich so Standard. Also ich muss sagen, sie gefällt mir richtig gut. Sie liegt leicht in der Hand und für alle, die Kobi-Flugzeuge sammeln und vielleicht keine Lust haben auf die 12. Messerschmitt, ihr müsst auf jeden Fall, glaube ich, das ist meine Meinung, das sage ich einfach jetzt mal so, eine Zero in eurer Sammlung haben. Ich bin jetzt froh, diese zu haben. Sie hat wirklich von vorne bis hinten Spaß gemacht. Ein kleiner japanischer Snack für zwischendurch, wenn ich das so sagen darf. Vielleicht kommt ihr ja günstig an sie ran. Ich kann da immer nur wieder meinen 15% Rabattcode erwähnen, den ihr unten in der Videobeschreibung findet, zu meinem Lieblingsshop. Ich nutze ihn auch. Somit haben wir alle was davon. Vielleicht bekommt ihr aber auch woanders noch eine. Oder sogar wie ich hier Glück durch die Community, die ganz, ganz alte. Also ich bin mal gespannt. Es wird mal irgendwann ein Vergleichsvideo geben. Noch scheue ich mich hier, die 2016er Version aufzumachen. Aber auch das wird es irgendwann geben. Ja, Freunde, jetzt entlasse ich euch zu den Detailbildern, wo wir noch einmal über diesen Herrn sprechen, wie versprochen. Und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Wie versprochen, liebe Freunde, bekommt ihr Detailaufnahmen bzw. hier Bewegtbilder der Zero bzw. wie es im Alliierten-Code hieß, der Sieg bzw. der Hamp, der Mitsubishi A6 M2 aus dem Hause Kobi. Und Kobi ist hier das Stichwort, denn ich zeige euch hier den offiziellen TV-Werbespot bzw. den Clip, den es auch auf YouTube gab, aus dem Hause Kobi. Einfach nur mal aus Spaß, ich wollte es mal mit reinschneiden. Deckt sich 1:1 ja mit dem Set, was ich hier habe. Aber, Freunde, ich wollte mit euch über die Figur reden. Denn das Symbol, die Kennung auf dem Seitenleitwerk lässt darauf schließen, dass wir hier die Maschine von Sakai Saburo haben, von der 11. Kotokai. Kotokai ist so etwas wie die Staffel, wie wir es kennen bei der Luftwaffe. Die 11. Kotokai war eine Staffel der, und das habe ich euch ja schon gesagt, der japanischen Marine, die in China stationiert war zu diesem Zeitpunkt. Und der Herr Saburo war so etwas wie ein Fliegerass, denn er hat bis zum Ende des Krieges 64 Maschinen abgeschossen. Er ist am 22. September 2000 verstorben und hat lustigerweise immer behauptet, dass die Zero eines der besten Flugzeuge der Welt war, bis er einmal, und das ist auch sehr ironisch, eine Mustang fliegen konnte, denn seine
Tochter hat einen amerikanischen Piloten geheiratet. Der Herr Saburo ist auch deswegen berühmt, weil er ein Buch geschrieben hat, Der Samurai der Himmel, der für viel Furore sorgte, weil er Vorurteile beiseite schob, der nämlich japanische Piloten nicht als kühle Kamikaze-Piloten darstellte, sondern gezeigt hat, dass es auch alles nur so Menschen waren wie du und ich, beziehungsweise wie die feindlichen Piloten der Gegenseite genauso Menschen waren. Daher ganz cool, dass Kubi hier diesen Piloten bzw. diese Maschine gewählt hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Lackierung so stimmt, denn bei meinen Recherchen gab es sie einmal auch noch mit einem blauen Band am Rumpf. Wenn ihr da mehr wisst, wie immer, dürft ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Und da ich kein Historiker bin, sondern immer wieder neu recherchiere, auch wieder alle Angaben ohne Gewähr, ihr dürft mir gerne durch euer Zutun in den Kommentaren dieses Video noch runder machen, liebe Freunde. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als Godzilla eine japanische Großstadt platt machen kann. Freunde, die legendäre Zero. Sie hat mir super Spaß gemacht zu klemmen. Für alle die Standardflugzeuge, die berühmten Flugzeuge der vergangenen Konflikte sammeln, für die ist die Zero hier auf jeden Fall etwas. Und ich finde es halt cool, sie hier in klein auf meiner Akagi zu haben und jetzt hier in groß im Maßstab 1:32. Aber Freunde, ein kleiner Disclaimer noch, ein kleiner Nachtrag zu den Fakten eben gerade, als ihr diese hier schön habt drehen sehen. Der Herr hier unten heißt natürlich Saburo Sakai. Ich habe mich an die japanische Höflichkeitsformel gehalten und habe seinen Nachnamen nach vorne gestellt. So machen wir es in Japan. Also Sakai Saburo, aber eigentlich heißt er, wenn man es deutsch übersetzen würde, Vorname, Nachname, in Saburo Sakai. So viel Zeit muss sein. Ja, und da wir noch ein bisschen Zeit haben, Freunde, ihr seht, ich habe hier noch ein bisschen eine Sammlung und da auch älterer Flugzeuge aus 2014, 15 und die möchte ich euch natürlich vorstellen. Wenn ihr da eine Idee habt, Mensch, Bloxy, das und das Set möchte ich gerne sehen, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Und wenn du da draußen vielleicht selber noch so ein Kubi-Schätzchen hast und sagst so, Mensch, eigentlich möchte ich, dass der Bloxy das vorstellt, dann kontaktiere mich doch einfach und dann kann ich dann vielleicht auch dein Kubi-Schätzchen hier reviewen. Kontaktmöglichkeiten gibt es eine ganze Menge. Schau einfach unten in der Videobeschreibung, da findest du den Link zum Discord, zur Telegram-Gruppe, wo man direkt mit mir chatten kann und. Ich würde mich freuen, denn nur mit eurer Hilfe komme ich vielleicht meinem großen, verrückten Ziel immer näher, hier alles von Kubi euch einmal zu zeigen. Natürlich ist der Weg das Ziel und es ist ein Wunsch und wahrscheinlich gar nicht machbar, aber man wird ja noch träumen dürfen. Und zum Träumen muss man in den Himmel fliegen und deswegen steigen wir in unsere Zero und ich wünsche wie immer guten Flug, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.